Der Brexit belegt für die Europäische Union, wie einzigartig die Europäische Union ist, weil der Brexit zeigt, dass die Europäische Union eine Freiwilligkeitsordnung ist. Niemand ist gezwungen, in der Europäischen Union zu bleiben. Man muss auch gar nicht dabei sein. Und das unterscheidet die Europäische Union doch deutlich von anderen Herrschaftsverbänden, wie wir sie in der Geschichte sonst bisher hatten und immer noch haben. Der Brexit zeigt, dass es angezeigt ist, der eigenen Bevölkerung gut zu erklären, worum es bei der europäischen Integration im Kern geht. Es ist eben nicht nur ein Binnenmarkt, sondern auch ein politisches Projekt zur Friedenssicherung im Europa des ausgehenden 20. Jahrhunderts gewesen und hoffentlich auch für das 21. Jahrhundert. Und dementsprechend zeigt Großbritannien, wo man eben diese Botschaft offenbar nur unzureichend vermittelt hat, dass es besser ist, man redet Klartext. Die Europäische Union ist eine Rechtsgemeinschaft, wie sich gerade auch im Kontext des Brexit nochmal gezeigt hat. Es ist eben schon etwas wert, wenn man Interessens- und Konfliktausgleich vor allem über das Recht bewerkstelligt. Und das ist gemeint mit der Rechtsgemeinschaft. Und das zeigt sich jetzt ja auch im Kontext des Brexit, wo andere Herrschaftsverbände blutige Bürgerkriege ausfechten mussten, als man sich trennte. Ist es hier so, dass man doch einen relativ zivilisierten Prozess, der zwar in Teilen irrational verläuft in Großbritannien, aber gleichwohl einen zivilisierten Prozess hat. Das mit der Rechtsgemeinschaft meint aber vor allem, dass die Europäische Union vor allem und im Wesentlichen über das Recht zusammengehalten wird. Das heißt, dass der Europäischen Union eben die Staatsgewalt im Wortsinne fehlt. Sie hat eben letztlich, anders als der Nationalstaat, nicht die Möglichkeit, die Entscheidungen mit Staatsgewalt im wörtlichen Sinne durchzusetzen. Sie kann stempeln, aber nicht schießen. Sie ist für die Umsetzung von Entscheidungen, ist sie immer noch ganz maßgeblich auf die Nationalstaaten angewiesen. Und das ist das Einzigartige, dass man eben über das Recht vermittelt Interessens- und Konfliktausgleich bewerkstelligt. Die Europäische Union hat natürlich, wie letztlich jede Rechtsordnung, mit dem Phänomen zu kämpfen, dass Recht nicht eingehalten wird, dass es gebogen, vielleicht auch gebrochen wird. Die Beispiele stehen uns alle vor Augen. Man kann auch an Polen und Ungarn denken und die Rechtsstaatsprobleme, die dort auftreten. Aber gleichwohl ist es in der Gesamtbetrachtung, wie ich meine, weder quantitativ noch qualitativ schon auf einem Niveau, der einen ernsthaft besorgt machen müsste um die Rechtlichkeit der europäischen Integration. Wenn man sich nochmal auf die Kernfrage besinnt, was ist eigentlich die europäische Integration im Kern, dann ist die Antwort doch recht einfach. Es ist letztlich eine Friedensidee, die einen enormen zivilisatorischen Fortschritt markiert. Und der zivilisatorische Fortschritt, der besteht darin, dass die ja nach wie vor bestehenden Interessensgegensätze, vielleicht auch Konflikte zwischen Staaten, zwischen Interessensgruppen in Staaten, dass die heute zivilisiert ausgetragen werden. Dass man eben nicht mehr wie früher ganze Generationen auf die Schlachtfelder schickt und ganze Generationen auf Schlachtfeldern förmlich verheizt werden, sondern heute sperren wir unsere Staats- und Regierungschefs so lange in fensterlose Konferenzräume, bis die sich geeinigt haben. Oder man muss sich vor dem Europäischen Gerichtshof verantworten. Oder man wird gegenüber der Europäischen Kommission Antworten geben müssen. Und das zeigt sich übrigens auch im Brexit, dieser zivilisatorische Fortschritt, wo man also sonst in der Geschichte das Auseinandergehen von Herrschaftsverbänden ganz häufig mit enormen Verlusten eben auch nur bewerkstelligen konnte, ja, Bürgerkriege führen musste. Denken Sie an den amerikanischen Sezessionskrieg oder die Art und Weise, wie Jugoslawien auseinandergegangen ist, hat man hier beim Brexit doch ein enorm zivilisiertes Verfahren. Das geht alles ganz unblutig über die Bühne. Also von daher, die Kernidee der europäischen Integration ist eigentlich eine unglaublich zivile Idee. Das ist eben diese Interessensbewältigung, Interessensausgleich, Konfliktbewältigung durch Recht.